Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Militech Ballistik Videos, heute mit den NIJ4 Platten. Willkommen zurück. Wir sind im Studio und haben jetzt hier einmal für euch die Level 4 Platten, wie versprochen. Wir wissen jetzt noch nicht, ihr habt jetzt schon das erste Video gesehen und wisst schon, wie es ausgegangen ist. Das wissen wir noch nicht, weil wir tatsächlich erst hier im Studio die Aufnahmen zu den Platten machen und anschließend auf die Schießbahn gehen. Da lassen wir uns echt überraschen, sind da sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ihr könnt uns ja schon mal jetzt eure Ergebnisse bzw. eure Erfahrungen vom ersten Video hier direkt reinschreiben jetzt. Aber wir fangen jetzt mal an und zeigen euch die NIJ4 Platten. Bei Militech ist es so, man hat verschiedene Schutzklassen natürlich, man hat ja auch verschiedene Shapes, wie wir im ersten Video schon erklärt haben, Single Curve versus Multicurve. Die NIJ4 Platten bieten euch Schutz bis zum Kaliber 3006 und sind entsprechend aber auch natürlich, weil sie eine höhere Schutzklasse haben, etwas schwerer. Die ganzen Spezifikationen, welche Kaliber sie halten, wie schwer sie sind, in welchen Größen sie verfügbar sind, zeigen wir euch jetzt in einem kurzen Einspieler. Ja, ihr habt es gerade gesehen, die Platten bieten ordentlich Schutz. Hier ist nochmal darauf hinzuweisen, dass der Hersteller sagt, wir haben hier eine Monolithik-Keramik-Bauweise. Das bedeutet, dass man wirklich fast Ecke zu Ecke mit Keramik gebaut hat. Also im Vergleich zu anderen Platten ist es so, oder oftmals wird bei Herstellern aus China gesagt, die haben eine kleinere Schutzfläche, weil im Endeffekt hier sehr viel Polster verwendet wird, also viel Rand für den Schutz und dass der eigentliche Schutz dann nur in einem kleineren Bereich stattfindet. Das ist hier bei den Platten nicht so. Der Hersteller sagt Edge to Edge, also bei einer Medium-Platte, die 250 mm mal 300 mm groß ist, sagt der Hersteller, wir haben hier eine Schutzfläche von 240 mm mal 290 mm. Also wirklich einen ganz minimalen Rand. Natürlich muss Rand sein. Hier muss ein bisschen mit einem Moosgummi gearbeitet werden, beziehungsweise mit irgendeinem Padding, damit die Platte an den Ecken geschützt ist und auch das Ganze ein bisschen Komfort birgt. Ja, ansonsten hat man, wie man hier sehen kann, im Vergleich zu dem Level 3a, die wir euch ja auch schon gezeigt haben, hier kein ballistisches Nylon, sondern eine Art Raptor-Lack, sage ich mal. Also es sieht wie gegossen aus. Der Hersteller sagt, das ist ein wasserdichtes Cover, komplett eingeschlossen. Haben wir zwei Versionen bekommen, hat der Hersteller uns drauf geschrieben, alt und neu. Das heißt, vorher sahen die so aus, jetzt sehen die so aus. Und verwendet wird hier bei den Platten ein Silizium-Keramik mit einem PE-Komposit-Inneren. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die Range und beschießen diese Platten. Wir sind sehr gespannt, was sie halten werden und werden euch anschließend im Fazit dann berichten, was passiert ist. Okay, Augen, Ohren? Ja. Ja. Okay, Sicherheit. Gefühlt schlimmer. Ja, da rappelt es ganz gut. Oha, da hat es ganz schön gerappelt. Erster Blick nach hinten, alles sauber. Holzhintergrund sieht auch gut aus. Nichts dran. Ja. Genau. Was ist dein Eindruck hier vorne? Na gut, man sieht natürlich eine ziemliche Zerstörung der Platte, auch relativ großflächig. Also die Schüsse sind jetzt relativ nah beieinander, ich sag mal ungefähr 5 cm. Ja. Das heißt, wir haben hier großflächig, wie gesagt, das ganze Keramik zerstört. Aber ja, schauen wir mal. Sieht gut aus. Jetzt gucken wir uns mal das Trauma auf der Rückseite an. Ja,
Also hier sehen wir erstmal natürlich, dass wir keinen Durchschuss haben. Wir haben hier ein bisschen das Gewebe ist ein bisschen eingerissen. Ja. Und hier sehen wir jetzt, wie gesagt, wieder so 25 mm ungefähr das Trauma, was da entstanden ist. Also hätte man auf jeden Fall gemerkt. Ja. Ja. Dafür ist der Randbereich hier okay. Also hier scheint es nicht seitlich an der Platte was rausgeschossen zu haben. Sehr gut. Also sieht ganz gut aus. Okay. Ja. Hängen wir es wieder auf und gehen in die nächste Stufe. So, Augen, Ohren? Ja. Ja. Okay, Sicherheit. So, Papier weiß, Holz in Ordnung. Wunderbar. Das ist jetzt interessant. Da haben wir hier einen richtigen amtlichen Brocken Keramik. Ja, man sieht also, dass die Platte innen drin schon massive Strukturschäden hat. Also da sind schon Teile richtig abgesprengt. Auch hier oben sieht man, dass hier richtige Keramikstücke seitlich rausgedrückt worden sind. Ja, man merkt also die Verklebung, wo sie quasi mit der Rückwand verklebt war. Ja, und wie gesagt, hier sieht man also auch, was für Teile jetzt hier aus der Platte rausgebrochen sind. Ja. Ja. Schauen wir uns mal die Rückseite an, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Also ich sag mal vom Trauma her, Das ja, hätte ich jetzt nicht erwartet tatsächlich. also ungefähr das gleiche, vielleicht ein bisschen mehr. Ich sag mal, jetzt sind wir eher so bei den 30 mm hier angekommen. Hier unten wieder ein bisschen weniger. Da sind wir bei den eher 20 mm. Aber wie gesagt, wenn wir die Rückseite sehen, sehen wir, dass wir also viermal sehen, wo das Geschoss eingeschlagen ist auf der Vorderseite, aber hat auf jeden Fall gehalten. Wenn ich jetzt hier mal so fühle, haben wir doch durchaus noch hier unten solide Keramik unteren Bereich, deshalb können wir es wagen, Wir wagen jetzt mal, mit dem Dragunov nochmal drauf zu schießen. Okay, dann tun wir das mal. So, Augen, Ohren. Ja. Okay, Sicherheit. Haha. Oh. Okay. Dragunov, Papierweiß, Holz in Ordnung. Sieht gut aus. Also hier sehen wir das war der erste Einschuss hier zentral und der zweite hier ein bisschen weiter links davon, ein bisschen tiefer. Ja, die Platte zeigt sich durchaus beeindruckt, aber ob wir sie gekillt haben, wissen wir nicht. Hier sieht man also, das war der erste Schuss, das erste Trauma. Das letzte Trauma hier vom letzten Schuss ist auch tiefer als alle anderen. Ja. Jetzt nicht gigantisch viel tiefer als die 3006. Ich würde sagen, immer noch unter 4, deutlich unter 4 cm, also eher im Bereich knapp über 30 mm. Ja, das haben wir ja. Hier sehen wir hier mal wieder Randstücke komplett hier zertrümmert, hier in dem Bereich. Hier auch, aber wie gesagt, das Wichtige ist ja nicht, wie die Platte von vorne aussieht, sondern dass er hinten kein Loch hat. Ja, respektabel. Also man muss ja immer noch mal dazu sagen, wir haben jetzt ja hier immerhin 6-mal draufgeschossen insgesamt. Ne? Also ja, und 6-mal mit wirklich vernünftigen Kalibern, also jetzt keine Hochleistungs-Scharfschützenmunition wie 50 BMG oder 408 oder sowas, aber immerhin ein Dragunov mit einem Eisenkern ist natürlich schon mal eine Nummer. Ja. Also gut. Dann schauen wir mal, wir haben ja noch eine Platte davon und da machen wir jetzt mal einen Stresstest. Das heißt, einen Torture-Test. Ist uns das Backface jetzt egal. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir sie kaputt kriegen.
Versuchen wir es. Also ihr seid soweit? Ja, wir stehen hinter dir. Das ist total gut, dass ihr hinter mir steht. Okay, ich bin also relativ frei und fange jetzt einfach mal an. Ja? Ja. Sicherheit. Autsch. Glaubst du, es ist durchgegangen? Ja, ja, ich habe es gesehen. Ich habe geschummelt an der Seite. Ja, richtig. Oh ja. Ja, Alex. Ja, Papier ist nicht mehr sauber. Ja, Das Holz ist durchschlagen. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir können auch gleich hier hinten schon mal anfangen mit der Ansprache. Das heißt, wir haben hier, also das ist das Projektil mit dem typischen Keyhole-Einschlag. Das heißt natürlich unstabilisiert hier durchgeschlagen. Ja, und da sehen wir ganz viele Sekundärsplitter, die entstanden sind aus der Knete. Also vieles von den Punkten, was aussieht wie Löcher sind, ist einfach nur Knete. Aber wir haben tatsächlich natürlich auch Löcher hier drin. Ja. Hier oben steckt ein Stück Holz noch im Papier. Da sieht man also, was hinten quasi aus dem Holz rausgesprengt worden ist. So, jetzt gucken wir uns das hier vorne mal an. Ich habe versucht beim Schießen nicht immer nur auf einen Punkt zu schießen, habe also ein bisschen versucht, verschiedene Haltepunkte zu wählen. Also ungefähr so, als wenn man jetzt aus dem Nahbereich hier auf Du hast dieser jetzt aber 3 trotzdem, Meter... du hast halt aufgelegt geschossen. Hast Nee, ich natürlich hab nicht aufgelegt, ich habe extra frei genommen. Ich habe die Minu nicht aufgelegt, dann habe sie frei gehalten und habe dann versucht, so ein bisschen zu streuen. Ja. Aber muss man natürlich sagen, auf die kurze Distanz. wir können ja hier sehen, ungefähr wie die Einschläge gelegen haben. Ja. Wir haben im unteren Bereich jetzt hier mindestens einen, aber hier die oben sind also mindestens 4 jetzt in diesem Bereich gelandet. Ziel war es, ungefähr so eine Faust zu schießen, ja, was passieren könnte. Mach mal ab, Ja, dann gucken machen wir wir das jetzt mal. Runter hier. Hier sehen wir also gleich schon mal, wo dieser Schuss durchgegangen ist. Das jetzt hier in diesem oberen Bereich. Hier unten sehen wir zerbrochenes Keramik. Ja, also wie gesagt, hier haben wir keinen Durchschlag, auch wenn das erstmal so scheint. Ja. Ja, ist also hier in dem Bereich, wo definitiv die Keramik schon gebrochen war, ja, wo es dann einfach den kompletten Rest natürlich durchschlagen hat. Aber wie gesagt, der Test ist jetzt auch wirklich das Härteste, was man ungefähr machen kann. Wollte ich gerade fragen, wie ist jetzt so deine Einschätzung im Vergleich zu anderen Platten, die du schon mal beschossen hast, auf diesen kleinen Bereich? Ja, normalerweise sind die meisten Tests, die ich durchführe, sind natürlich immer eine Vorzertifizierung. Ja, das heißt, da halten wir immer genaue Regeln ein, wie weit müssen die Schüsse voneinander entfernt sein. Das war jetzt eher was natürlich im Einsatz tatsächlich auch passieren kann, dass man mal 2 kriegt, die ein bisschen näher sind. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass andere Platten da besser abgeschnitten hätten, aber wie gesagt, da habe ich einfach die Erfahrung noch nicht gemacht, weil ich das nicht bis jetzt so frei beschossen habe, sondern immer nach ganz klaren Vorgaben, wie weit muss der Schuss von der Seite vom Rand entfernt sein und wie weit müssen die Schüsse voneinander entfernt sein. Aber es ist auf jeden Fall mal spannend zu sehen, ja, dass man hat ja immer so das Gefühl, so, man hat einen Plattenträger, man weiß natürlich, okay, der schützt mich jetzt in gewissem Maße vor den und dem Kalibern, ja, aber was passiert natürlich, wenn du jetzt da einen super Gegner hast, der da immer auf dieselbe Stelle schießt? Das macht wahrscheinlich keine Platte lang mit, ne? Nein, aber man muss natürlich sagen, wie auch immer, 5 von den 6 sind gehalten worden. Und das muss man einmal auch mal dem Ding zugestehen, dass das natürlich schon mal eine deutliche Leistung ist. Also, und das Ganze, wenn man das jetzt mit einer Hand zuhält, sind das 6 Schuss auf einer Handfläche drauf, ja, wovon sicherlich mindestens 4 oben in der Faustgröße wären. Das ist natürlich eine Anforderung, die ist nicht unmöglich, dass es im Einsatz passiert, aber doch eher unwahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, gerne. Dann gehen wir zurück ins Studio und zum Fazit zu den Miltech Level 4 Platten. Wir sind zurück vom Plattenbeschuss der Militech Level 4 Platten auf dem Schießstand. Unser kleines Fazit nochmal hier im Studio. Ihr habt es ja gesehen, wir haben mit 3006 mit Dragunov und mit 308 hier drauf geschossen. Hier hat man jetzt auf jeden Fall vorne schon mal mehr Action zu sehen als bei der
bei den Level 3 Plus Platten. Hier sieht man jetzt auch schon mal schön, wie die Keramikbrocken geflogen sind. Man muss natürlich dazu sagen, wegen Splitterwirkung, normalerweise steckt das Ganze ja in einem Plattenträger drin. Da wird natürlich viel auch nochmal zurückgehalten. Das heißt, die Brocken fliegen da nicht so offen herum. Und hier auch nochmal kann man auch sehr schön sehen, dass die Schutzplatte wirklich bis zum Rand geht, also auch hier wirklich Edge to Edge, das hatten wir ja schon in der Einleitung erwähnt, da hat man sehr viel Schutz und hier auch natürlich jetzt, da das Keramik weggebrochen ist, sieht man unten drunter nochmal die PE-Schicht, also Keramik und PE in Kombination. Also das war alles super, alles gehalten, auch nochmal hier den Backface von hinten nochmal zu sehen, im Vergleich zur Level 3A hat man hier zur Level 3 Plus hat man hier auf der Seite ein bisschen weniger Backface unserer Meinung nach. Also auch da wiederum die höhere Schutzwirkung gegeben. Und hier beim Torture-Test mit der 308, das war natürlich gemein, 6 Schuss aus 3 Meter Entfernung in einem relativ kleinen Bereich mit einer präzisen Waffe. Da gingen, glaube ich, 4 oder 5 gingen hier in den einen Bereich und nur 1 oder 2 sind nach unten abgehauen. Und da hat die Platte dann irgendwann mal aufgegeben, muss man natürlich sagen. Aber fairerweise von 6 Schuss hat man hier nur einen Durchschlag gehabt. Also 5 Patronen oder 5 Geschosse hat sie gehalten und nur einen ist durchgegangen. Also von daher auch da, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer 308 in so einem kleinen Bereich in so kurzer Zeit getroffen wird in einem reellen Gefechtsumfeld mit 50, 100 Meter Entfernung. Also da kann man auch Lotto spielen, sage ich mal. Also von daher auf jeden Fall eine Empfehlung wert und Preis-Leistungs-Verhältnis bei Militech top. Wie schon im ersten Video erwähnt, die Militech-Platten gibt es aktuell in Deutschland nicht zu kaufen. Müsst ihr direkt entweder bei Militech kaufen oder bei Händlern, die Militech führen. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu diesen Platten? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like, ein Abo, klickt die Glocke für neue Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt sicher. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.